Moin Moin, hier ist der Zap. In diesem Video zeige ich dir wieder einige Fallout 76 Tipps und Tricks, die dir das Leben in Appalachia etwas leichter, angenehmer oder auch interessanter machen können. Diesmal geht es vor allem um das Thema, wie finde ich bestimmte Dinge in Fallout 76 schneller. Ich stelle dir ein mächtiges und extrem hilfreiches Werkzeug dazu vor, zeige ein paar interessante Beispiele, wie man es verwendet, und am Ende gibt es noch ein paar User-Tipps aus den Kommentaren der letzten Videos. Falls du neu hier bist, auf diesem Kanal gibt es Guides, Tutorials, Reviews und News zu Online-Spielen, Wirtschaftssims, Strategie- und Rollenspielen und momentan ganz besonders viel Fallout 76. Wenn dich das interessiert und du vielleicht öfter mal reinschauen magst, drück eventuell den Abo-Knopf und die kleine Glocke daneben. Ich würde mich freuen, dich öfter hier begrüßen zu dürfen. Vorstellung falloutmaps.com. Meiner Meinung nach ist eine der momentan besten Hilfequellen rund um Fallout 76 die Webseite www.falloutmaps.com. Hier handelt es sich um eine interaktive Karte von Appalachia mit einer Datenbank von Fundstellen von sehr vielen verschiedenen Sachen. Hier hat man sehr umfangreiche Möglichkeiten, sich Fundorte von bestimmten Dingen anzeigen zu lassen. Ich erkläre erstmal ganz kurz die Bedienung allgemein, ehe ich auf ein paar bestimmte Sonderfälle eingehe. Die Seite wird stetig weiterentwickelt, es können also jederzeit weitere Features dazukommen und mehr Infos eingepflegt werden, nur für den Fall, dass du dieses Video erst später schaust und manches vielleicht nicht wie im Video gezeigt aussieht. Grundlegend zeigt die Homepage erstmal eine Appalachia Map, wie man sie aus dem Spiel kennt. Man kann rein- und rauszoomen, entweder mit dem Mausrad am PC oder über die Plus- und Minusknöpfe am unteren Rand und bei einem Touchscreen auch mit Wischgesten. Am linken Rand gibt es 6 Kategorien und 2 Knöpfe, die sehr praktisch sind. Die Karte ist international, die komplette Bedienung und alle Einträge sind dadurch englisch beschriftet, aber auch für Nicht-Englischsprecher sollte es relativ gut bedienbar sein, da auch alles mit den aus dem Spiel bekannten Icons versehen ist. Als erstes zeigt die Karte alle eingetragenen Sachen an. Dies kann eventuell praktisch sein, wenn man im Spiel an einem bestimmten Ort ist und einfach nur mal wissen möchte, was sich in der direkten Umgebung so alles finden lässt. Dann kann man die entsprechende Stelle suchen, hereinzoomen und mit recht guter Genauigkeit in der Umgebung sehen, wo man vielleicht nochmal genauer nachschauen sollte. Wenn man zum Beispiel gerade in Morgantown unterwegs ist, kann man sich diesen Bereich genauer anschauen und sehen, wo bestimmte Baupläne sein könnten, wo wichtige Gebäude sind etc. Und so kann man seine Untersuchung des Ortes noch viel genauer planen. Da aber mittlerweile sehr viele Sachen in der Datenbank enthalten sind, ist die Funktion Alles zu sehen nicht immer die praktischste Variante. Meistens sucht man ja bestimmte Dinge, die man für etwas gerade braucht und fragt sich dann zum Beispiel, wo kann ich am besten Säure bekommen oder wo habe ich Chancen, ein Power Armor Mod Rezept zu finden. Also empfehle ich den Knopf Deselect All zu drücken, wodurch alle Eintragungen auf der Karte ausgeblendet werden und dann in den Kategorien ganz gezielt nur eine einzige Sache anzeigen zu lassen. Kartentipp 1: Workshops. Du möchtest gerne eine Farmrunde mit deinen Freunden laufen und dazu ein paar Werkstätten einnehmen und durch die Events EXP, Material und Baupläne bekommen? Einfach in der Kategorie Locations die Workshops aktivieren und du bekommst alle 22 momentan bekannten Workshops angezeigt. So kannst du dann eine Gegend aussuchen, wo besonders viele Workshops dicht nebeneinander liegen und dir zum Beispiel eine Laufroute planen. Leider fehlt auf der Karte noch der Hinweis, welche Materialien an welchem Workshop zu finden sind, aber ich vermute mal, dass das zukünftig noch nachgepflegt werden könnte. Kartentipp 2: Ausgucktürme. Du möchtest gern viele besondere Orte auf der Karte aufdecken? Da hatte ich ja in einer vorherigen Folge schon die Ausgucktürme als Tipp genannt. Aber mit der interaktiven Karte kannst du dir nun alle 13 eingetragenen Türme anzeigen lassen, mit der Auswahl Lookout. Jeder dieser Türme kann ca. 5 bis 10 Orte in seiner Umgebung aufdecken, sodass man, wenn man alle 13 besuchen würde, vermutlich mehr als 100 Orte auf der Karte aufdecken lassen kann. Kartentipp 3: Händler und Fraktionen. Zum Thema Kronkorken verdienen hatte ich ja auch schon in einem vorherigen Tipps- und Tricks-Video gesagt, dass es verschiedene Händlerfraktionen gibt und die Händlerbots dieser Fraktionen alle unterschiedliche Kassen besitzen, sodass man jeden Tag bei jeder Fraktion 200 Kronkorken abholen kann. In der Kategorie Vendor Factions kann man sich alle stationären Händler im Spiel anzeigen lassen, markiert mit dem Symbol ihrer Fraktion. Wandernde Händler wie Gram oder seinen wandernden Roboterkumpel kann die Karte natürlich nicht darstellen. Kartentipp 4: Kisten der Aufseherin. Für mich war die Verfolgung der Aufseherin eine etwas schräge Quest, weil man keine genauen Anhaltspunkte bekam, wo man als nächstes hin sollte. In der Kategorie Discovery findet man bei der Online-Karte die Option Overseer's Cache und kann sich, falls man eine Kiste nicht finden sollte, die 13 Kisten der Aufseherin genau anzeigen lassen. So wird die Hauptquest um einiges einfacher und weniger dem Zufall überlassen.
Kartentipp 5: Ressourcen. Du brauchst ständig mehr von einer bestimmten Ressource fürs Craften. Die interaktive Map beinhaltet auch alle abbaubaren Ressourcen wie Erze, Ölquellen, Säurepfützen etc. So kannst du dir eventuell eine tolle Stelle suchen, wo du dein Camp aufstellen kannst, um dann direkt an deinem Haus eine Mine mit deiner am häufigsten gebrauchten Ressource zu haben, an der du einen Extraktor aufstellen kannst. Das ist vielleicht ein Umzug wert, oder? Kartentipp 6: Minen. Eine Sache, die ich noch ganz besonders interessant finde, sind die Standorte der Minen in Appalachia. Denn zum einen hat man hier besondere Dungeons, die meistens auch noch kleinere Geschichten, teilweise auch Quests und versteckte Schätze beinhalten. Zum anderen aber sind in diesen Minen besonders viele Erzvorkommen enthalten. Da ich zum Beispiel sehr viel Munition baue und dadurch ständig Bleimangel habe, mag ich die Lucky Hole Mine ganz besonders. Dort sind ca. 40 Bleivorkommen und obendrein auch noch sehr viel Kristall, die man abernten kann. Wenn man dann in der Bugger Power Armor dorthin geht, bekommt man extra viel Bleierz heraus, da diese Rüstung ja einen extra Bonus auf Erzabbau gibt. Mehr zur Bugger Power Armor in meinem Video dazu. So kann man schon mal mit einem Lauf durch die Höhle 200-300 Bleierz bekommen. Kartentipp 7: Tägliche Aufgaben, Dailies. Du machst gern Dailies, um Atome zu verdienen? Manchmal gibt es dort Aufgaben, bestimmte Tiere oder Gegner 5 bis 10 Mal umzubringen. Wenn man dann vielleicht auch gerade nicht so viel Zeit hat, kann einem die interaktive Karte auch hierbei helfen. Nehmen wir an, die Daily sagt, töte 10 Rathirsche, so kann man eventuell sehr lange rumlaufen, ohne die 10 Viecher zusammenzubekommen. In der Kategorie Discovery gibt es die Möglichkeit, sich Orte anzeigen zu lassen, wo bestimmte Monster besonders häufig zu finden sind. Wenn man dann die Marker durchschaut, findet man für sehr viele Tierarten Orte, wo man die entsprechende tägliche Aufgabe besonders schnell erledigen kann. Wenn man dort alle Tiere aufgespürt und getötet hat, eventuell noch 2-3 Mal umloggen und die Daily kann sehr viel schneller erledigt sein, als wenn man auf den Zufall hofft. Zuschauertipps. Eine ganze Sammlung von Power-Tipps kam von Zuschauer Henk Kämpfer. Er empfiehlt die Super-Duper-Karte aus dem Glückszweig fürs Craften. Nach einigem Herumprobieren damit muss ich sagen, dass mir die Karte jetzt persönlich auch besonders gut gefällt. Diese Karte gibt auf Rang 3 30% Chance, doppelt so viel Ertrag zu bekommen, wenn man etwas baut, ohne dass man dafür mehr Material verbraucht. Dies ist eigentlich für alle Sachen, die man craftet, hilfreich, besonders beim Munition craften oder auch wenn man Erze verhüttet. Außerdem empfiehlt Henk für mehr Waffenmods einfach diese Waffe mehrfach herzustellen, durch Super Duper eventuell sogar noch häufiger und sie dann wieder zu verwerten, damit man schneller mehr Mods lernt. Ein Teil des Materials bekommt man ja dabei wieder zurück. In seinem Text stehen noch einige weitere sehr interessante Details, ich empfehle das vielleicht mal genau durchzulesen. Vielen Dank an Henk für dieses Paket von dicken Tipps. Ein sehr origineller Tipp wurde von Saga of JRPG Boss eingeschickt. Er schreibt, man sollte einfach eine zweite Powerrüstung als Sprunghilfe bei sich tragen. Diese kann man dann an Zäunen, Überhängen oder anderen Stellen, wo man gerne raufhüpfen würde, hinstellen. Und dann kann man mit etwas Geschick auf die eigene Powerrüstung hüpfen und von dort dann auf das eigentliche Hindernis. Da wäre ich so schnell nicht selbst drauf gekommen. Toller Tipp, vielen Dank, Saga. Habt ihr auch tolle Tipps und Tricks, die ihr gern mit den anderen Zuschauern teilen wollt? Schreibt sie mir einfach in die Kommentare und vielleicht werden sie Teil meines nächsten Tipps und Tricks Videos. So, das war diesmal eine sehr spezielle Tipps und Tricks Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Falls ja, gib dem Video doch bitte mal einen Daumen hoch und falls nein, dann halt den anderen. Da die Vorweihnachtszeit jetzt vorbei ist, habe ich auch wieder mehr Zeit für mehr Videos. Ich habe da schon noch einiges für Fallout 76 in Planung, aber es wird bald auch noch Videos zu anderen Spielen wieder geben. Ich wünsche dir eine tolle Zeit über die Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2019. Lass es dir gut gehen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, dein